Auf der Autobahn einmal so richtig aufs Gaspedal steigen. Bei Gelb beschleunigen und gerade noch über die Kreuzung fahren. Diese Manöver sehen wir tagtäglich im Straßenverkehr. Die Risiken, die wir dabei eingehen, sollten uns allen bewusst sein. Aber auch Versicherungen interessieren sich dafür. Ich heiße Alexander Mürmann und arbeite am WU-Institut für Finance, Banking and Insurance. Ich interessiere mich für die Wechselwirkung zwischen menschlichem Verhalten und Risiko und erforsche, wie sich Versicherung auf dieses Spannungsfeld auswirkt. Ich wollte herausfinden, ob Autofahrerinnen und Autofahrer öfter Unfälle verursachen, wenn sie regelmäßig die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschreiten und häufiger und länger fahren. Stimmt es zudem, dass Fahrerinnen und Fahrer mit einem riskanteren Fahrstil sich umfassender versichern? Wir haben detaillierte GPS-Daten von versicherten Autos und die dazugehörigen Versicherungsdaten über Tarifierungsmerkmale und Schadensfälle untersucht. Mit Hilfe der GPS-Daten haben wir Fahrprofile erstellt, basierend auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefahrene Distanz und Anzahl der Autofahrten. Um nun festzustellen, ob riskanteres Fahren ein höheres Unfallrisiko und die Wahl einer höheren Versicherungsdeckung impliziert, müssen wir berücksichtigen, dass Ursache und Wirkung auch gegenläufig sein können. Höher versicherte Personen fahren riskanter. Sie sind ja gut versichert. Hierfür haben wir lokale Wetterbedingungen mit einbezogen und analysiert, wie Fahrerinnen und Fahrer auf unterschiedliche Witterungsverhältnisse in ihrem Fahrverhalten reagieren, nachdem sie ihren Versicherungsvertrag gewählt haben. Nicht nur die zurückgelegten Kilometer, sondern auch die Anzahl der Fahrten sind relevante Faktoren für das Unfallrisiko. Wer bei gleicher Kilometerleistung öfter fährt, setzt sich einem höheren Risiko aus. Warum? Am Anfang und gegen Ende jeder einzelnen Autofahrt beschäftigen wir uns gleichzeitig mit mehreren Dingen und sind somit weniger konzentriert auf das Autofahren. Wir passen die Sitzposition an, wir stellen den Spiegel ein, das Navigationssystem, wir bringen den Wagen in den Verkehrsfluss und gegen Ende der Autofahrt suchen wir einen Parkplatz und sind gedanklich schon beim Zweck der Autofahrt, zum Beispiel dem Abendessen mit den Schwiegereltern. Entgegen unserer Vermutung ist jedoch der Zusammenhang zwischen Fahrprofilen und Versicherungsverträgen nicht systematisch. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir Menschen uns im Hinblick auf finanzielle und nicht finanzielle Risiken sehr uneinheitlich verhalten. Das heißt, wenn ich vorsichtig fahre, um Unfälle zu vermeiden, bedeutet das nicht automatisch, dass ich mich auch hoch versichere, um finanzielle Risiken abzudecken. Für den Einzelnen bedeutet es, dass öfter und länger Fahren auf jeden Fall das Unfallrisiko erhöht. Insbesondere am Anfang und gegen Ende jeder Fahrt sollten wir uns aufs Autofahren konzentrieren. Navigationssystem, Radio, Sitzposition, Spiegel sollten vor der Fahrt eingerichtet werden. Versicherungen sollen Autofahrerinnen und Autofahrer dahingehend beraten und individualisierter tarifieren.